Ja, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video zum Thema Frauenleiden. Jetzt beschäftigen wir uns mit dem Thema prämenstruelles Syndrom, die PMS. Bevor wir starten, ist ganz wichtig, ich bin kein Arzt oder Heilpraktiker. Alle Informationen, die ich euch hier zukommen lasse, sind rein informativer Natur, ersetzen nicht den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker und jeder ist aufgerufen, seine Gesundheit selber in die Hand zu nehmen und sich zu informieren. PMS, das prämenstruelle Syndrom, ist ein ganz wichtiges Thema, weil 75% aller Frauen klagen über diese Beschwerden und haben ein oder mehrere Symptome. Es sind bis zu 150 verschiedene Symptome beschrieben. Die wichtigsten werde ich gleich nennen oder die am häufigsten stattfinden, weil jedes Symptom, was man hat, ist natürlich für die Frau am wichtigsten. Es geht das Gewicht hoch, die Stimmung geht runter, die Brüste sind gespannt, Blähbäuche können ein Symptom sein, unreine Haut, Schlafstörungen, Heißhungerattacken, Ödembildungen, Erschöpfung, Unterleibbeschwerden, Konzentrationsschwächen oder auch Schmierblutungen. Und es ist ganz spannend zu sehen, dass die Ursachen dafür sehr vielfältig sind. Es entsteht einmal daraus, dass einfach auf natürliche Weise der Progesteronspiegel im Laufe des Zykluses sinkt. Das heißt, wir haben einen Progesteronmangel und eine Östrogendominanz in dem Fall. Dann spielen die Hormone, die aus der Umwelt, zum Beispiel aus Plastik, in unseren Körper eingespült werden, eine Rolle. Der Prolaktinanstieg kann eine Ursache sein. Ein Serotoninmangel kann eine Ursache für PMS-Symptome sein, zum Beispiel das Thema Heißhunger. Die Ernährung kann eine Rolle spielen, weil wenn wir viele Milchprodukte, Fleisch oder Eier essen, auch hauptsächlich aus konventioneller Landwirtschaft, dann sind diese Produkte sehr stark hormonell belastet und können dazu führen, dass wir einfach eine hormonelle Imbalance haben. Stress spielt eine Rolle, auch das haben wir gesehen in dem Einleitungsvideo, was macht uns Frauen zu Frauen. Dann das Thema Nikotin, Alkohol kann eine Rolle spielen, Schlafmangel, Bewegungsmangel, eine Nebennierenschwäche kann uns PMS-Symptome machen. Es gibt auch Menschen, die einfach eine sehr starke Veranlagung dafür haben. Wir sind dem aber nicht schutzlos ausgeliefert. Wir haben Möglichkeiten, gegen diese Symptome was zu machen. Ja, da sind wir dem lieben Gott sehr dankbar, dass er so viele Heilmittel in die Natur gelegt hat. Spannend ist, es gibt Statistiken aus den USA, dass 80% aller Gewalttaten von Frauen in der prämenstruellen Zeit verübt werden. Das heißt, es ist keine Sache, wo man sagt, ja, das muss man halt irgendwie so aushalten, sondern nein, kümmert euch darum, dass das gut eingestellt ist, dass die Symptome möglichst gering sind, weil es uns einfach doch stark beeinflussen kann. Wir können generell zur Ernährung einige Tipps mitgeben, zum Beispiel, wenn man das Problem mit den Ödemen hat, dass man sehr salzarm in dieser Zeit isst oder generell salzarm isst, dass man einen Reis- oder Obsttag als Entwässerungstag vor der Menstruation einlegt. Es ist wichtig, dass wir ballaststoffreich essen, dass wir auch viele Bitterstoffe in die Ernährung einbauen. Das hilft unserer Leber, unserer Verdauung, dass es gut funktioniert. Vitamin B6, Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren, wie wir sie zum Beispiel in Leinöl, Nachtkerzenöl oder Borretsch-Samenöl finden. Und ein Thema, was viele Frauen, oder was viele Menschen wahrscheinlich vernachlässigen, ist der Sport. Bewegung hilft immer. Wenn man zum Beispiel, um den Serotoninspiegel anzuheben, dazu die Mineralien Magnesium, Zink und auch die B-Vitamine, sind ganz wichtig, dass der Serotoninspiegel wieder ansteigt. Was kann man jetzt tun, wenn wir Beschwerden haben? Es gibt in der Natur es gibt Heilpflanzen, die haben Inhaltsstoffe, die sind Progesteron ähnlich. Da haben wir zum Beispiel den Frauenmantel, den Mönchspfeffer und die Jamswurzel. Und die kann man in Form von Fertigpräparaten oder auch Cremes oder auch Tee einnehmen. Und zwar immer in der zweiten Zyklushälfte. Und das hilft einfach, den Progesteronspiegel natürlich ein bisschen anzuheben. Und das Schöne ist, wenn das aus der Natur kommt, wenn es aus Gottes Apotheke kommt, ist, dass es nicht einfach hochschießt, sondern dass es wirklich eine ausgleichende Wirkung hat. Es gibt eine Möglichkeit, PMS-Beschwerden allgemein zu lindern. Und zwar gab es eine Studie, wo die Probanden Johanniskraut genommen haben, und zwar 300 Milligramm, also sehr niedrig dosiert. Und dort gab es die folgenden Ergebnisse. Und zwar hatten sich nach dem ersten Zyklus schon bei 51% der Probanden Symptome verbessert, und zwar nicht nur die psychischen, wie wir das vom Johanniskraut kennen, sondern auch die körperlichen Symptome und nach dem zweiten Zyklus schon bei 68%. Also wirklich eine gute Möglichkeit, sich da vielleicht einfach mal Unterstützung zu holen, wenn man da einfach sehr, sehr leidet. Dann ist es wichtig, dass wir die Leber stärken, um das überschüssige Östrogen gut abbauen zu können. Da gibt es verschiedene Heilpflanzen wie die Artischocke, Kurkuma, Granatapfel, Löwenzahn, Mariendistel oder auch
Die Schafgarbe. Mit der Schafgarbe kann man zum Beispiel auch einen wunderbaren Schafgarbenwickel machen. Dann nimmt man einen Schafgarbentee, taucht ein Geschirrtuch in den heißen gezogenen Tee, legt es hier auf die Lebergegend, packt sich schön eine Wärmflasche drauf. Ist ein wunderbares Mittel, um die Durchblutung der Leber zu fördern. Ist auch sehr gut, wenn man Probleme hat mit dem Einschlafen oder mit dem Durchschlafen. Ich habe eine Freundin, die hat das gemacht und hat dann gesagt, seitdem schläft sie wirklich sehr, sehr gut durch. Wir haben Möglichkeiten, wenn Kopfschmerzen oder Migräne als Symptom auftreten. Und zwar bei der Migräne ist vor allem die Pestwurz eine sehr, sehr gute Heilpflanze. Da gibt es Fertigpräparate. Das Mutterkraut hilft uns bei Kopfschmerzen oder auch die Pfefferminze. Bei der Pfefferminze kann man entweder den Tee trinken oder das ätherische Öl in einer 10%-Mischung in so einen kleinen Roll-on machen und sich dann an die Schläfen zum Beispiel machen, aber nicht direkt am Auge, sondern hier am Haaransatz, weil dort wird mehr Fett produziert und es verteilt sich dann besser in der Haut und es brennt nicht in den Augen. Außerdem gibt es Weidenrinden-Tinkturen zum Beispiel, die man nehmen kann. In der Weidenrinde sind Salicylate drin und die helfen uns gegen die Kopfschmerzen. Wenn Ödeme unser Problem sind, dann könnte man zum Beispiel einen Tee aus Birke, Brennnessel und Goldrute trinken. Das hilft uns, dass die Nieren besser arbeiten und das überschüssige Wasser ausgeleitet wird. Bei Schmierblutungen gibt es zum Beispiel Schafgarbe, die man nehmen kann als Tee. Und wenn unsere Seele leidet und wir uns einfach nicht sehr wohl fühlen, dann gibt es auch Möglichkeiten da, zum Beispiel über das Johanniskraut, über die Melisse, die Lavendel und die Passionsblume uns Abhilfe zu verschaffen. Und ich habe hier 2 Rezepte, einen Frauen-Rundum-Wohlfühl-Tee mit Frauenmantel für den Hormonausgleich, mit Brennnesselkraut, Fenchelfrüchten für die Verdauung, Johanniskraut für die Nerven, die Melisse für die Nerven und die Schafgarbe, die einfach die Frauen sehr, sehr gut unterstützt. Das mörsert man dann frisch an wegen den Fenchelfrüchten, macht sich einen Aufguss mit 150 Milliliter und trinkt davon 3 Tassen am Tag. Man kann das auch morgens einfach schon richten und dann über den Tag verteilt trinken, damit es auch gut machbar ist im Alltag. Als zweites Rezept habe ich ein Rezept mit Walnüssen, Leinsamen, Nachtkerzenöl und Honig. Das ist eine leckere Medizin mit vielen Omega-3-Fettsäuren, die uns einfach helfen, dass die Hormone gut produziert werden, weil die Grundlage der Hormonproduktion da sind, die Inhaltsstoffe. Und damit enden wir dieses Thema und schaut gerne auch die anderen Videos an.